Hey Leute, heute gucken wir uns mal die Matrix an. Das haben mir ein paar auf Discord geschrieben gehabt und auch in Facebook habe ich bei manchen gesehen, dass sie es nicht verstehen, genauso wie bei dem, was war es, bei dem Nachtengel-Ausrüstungen, genau. So, die Matrix findet ihr hier bei den Truppen. Das wisst ihr ja. Stellen wir kurz auf Deutsch um, dann ist es einfacher. Ja, die Matrix ist ziemlich wichtig, die gibt euch viele gute Attribute. Und ja, wenn man die nicht ganz richtig eingestellt hat, verliert man da eigentlich schon einiges. Schauen wir jetzt. So, Matrix findet sich hier bei den Streitkräften in der Mitte. Dieses Buch, da habt ihr die Matrix. Ich habe hier eine Matrix für Streitwegen, für Bogenschützen und für die Verstärkung. Die Matrixen erhält ihr jeweils, wenn ihr bei der Matrix-Übung hier diese Übungen macht. Da könnt ihr von grün bis gold bekommen und das ist immer zufällig. Oder ihr könnt hier bei dem Hammer, also bei diesem Platin-Shop, wenn ihr hier hingeht, da könnt ihr euch, also beim fahrenden Händler, ganz links dieser Platin-Shop, da könnt ihr euch immer auch Matrixen kaufen, die euch gefallen halt eben. Und wenn ihr euch gekauft habt, dann werden sie hier vom Mail vom Matrix Auktionshaus, kommen die hier rein. Da habe ich mir letztens einen auktioniert gehabt, da habe ich geboten und der ist gerade angekommen, habe ich das Gebot gewonnen. Hier für den ersten Bogenschützen habe ich da einen ausgesucht, und zwar mit kritischen Schaden. Das sollte man, wenn man jetzt Bogenschützen auf der Verteidigung spielt, sollte man die linke Seite, also 1 bis 4 versuchen, nur mit kritischen Schaden auszufüllen, weil das kriegt ihr recht wenig davon. Und es ist gut, wenn ihr den hier voll habt. Auf der rechten Seite sollten eher so Sachen wie Bogenschützenschaden oder normalen Angriff, der sollte da eher drin sein. Oder wenn ihr auch könnt, Bogenschützenschadenreduzierung. Dann kriegen eure Bogenschützen weniger Schaden entgegen. Genau, da haben wir jetzt das drinne. So, als nächstes haben wir jetzt herausgefunden, wo man die Matrixen herkriegt. Ihr könnt Matrixen verkaufen, indem ich die ganze Zeit Königreich-Chat. Wir rasten hier im Königreich-Chat aus. Also hier mein Handel, da könnt ihr eure eigenen Matrixe verkaufen. Stellt sie rein, für wie viel ihr möchtet. Genau. So könnt ihr diese Platinmünzen bekommen. Oder ihr kauft euch die Platinmünzen. So, was haben wir noch? Also. Das haben wir. Wenn ihr eure Matrix kauft, hat sie meistens nur ein goldenes Teil. Um sie zu verbessern, müsst ihr synthetisieren. Also dann müsst ihr mehrere. Also nehmt ihr noch eins mit noch einem goldenen. Am besten ist es, wenn ihr ein goldenes und goldenes nehmt, dann ist die Chance, dass euer Matrix, das am Ende rauskommt, auch ganz sicher golden ist. Weil hier haben wir 90%, dass es lila rauskommt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ein goldenes. Deswegen müsst ihr da synthetisieren mit goldenem. Das können wir gleich für die Bogenschützen machen, weil wir haben ja hier eine gerade bekommen. Es wird höchstwahrscheinlich sein, dass ich den nicht nehme, wenn ich den jetzt da rausbekomme, aber gucken wir mal. Also hier synthetisieren gehen wir. Packen wir das Goldene rein. Fehlen tun uns diese Bücher. Die bekommt man, wenn man andere auseinander nimmt. Hier. Die da, wenn man die zerlegt, bekommt man hier so diese Matrix-Skizzen. Genau, die braucht man dann. So, schauen wir mal. Wenn ihr dann mehr davon haben wollt, geht ihr einfach hier in den Auktionshaus und sucht euch lilane oder goldene hier raus. Genau. Lilane, die ziemlich billig sind, nicht über 100 kaufen, nicht über 50 kaufen. Einfach ganz billige hier einsammeln. Hier sammeln wir uns ein paar ein. Schauen wir. Was gibt es so tolles hier? So für 20, für 30, sowas geht. Am besten sind die lilanen, die geben meistens ganz viel. Aber nicht über 50 ausgeben für die. Wenn man ganz billig shoppen will, einfach für 25 oder 20, muss man da suchen. Man kann auch hier unten auf die Hilfsfunktion gehen, Eindruck kaufen und dann stellt man hier sich 50 rein, 20 rein, dann Aktualisierung starten und dann bekommt man alle, die hier reinkommen, für 20. Nehmen wir für 20, kaufen wir uns einmal alles weg. So. Haben wir alle gekauft, sind jetzt alle hier in dieser Mail Matrix
Mail vom Matrix Auktionshaus. Sammeln wir alle ein. Wenn ihr euch ganz viele jetzt gekauft habt, 30, 60 Stück, dann kann es sein, dass ihr nicht gleich alle abholen könnt. Ihr müsst es dann ein paar Mal rein hier und alle einsammeln. Genau, haben wir jetzt gemacht. Gehen wir hier drauf. Gehen wir Matrix Übersicht, Filter, alle blauen und ja, alle grün, blau, lila, dann violett. Haben wir alle und dann können wir alle zerlegen. Überall, wo ihr ein Schloss draufgepackt habt oder sie nicht in der Matrix gerade drin sind, die werden nicht zerlegt. Der Rest wird zerlegt. Hier packen wir mal auf den Schloss, weil die brauche ich noch. Und zerlegen wir mal. Hier alles, was wir sonst haben. So, alles zerlegt, haben wir das. Jetzt probieren wir mal die Synthetisierung. Die Synthetisierung solltet ihr meistens, also eigentlich immer nur machen, wenn dieses Karneval der Matrix-Übung läuft. Da habe ich jetzt herausgefunden, also für mich ist es jetzt so, dass wenn ihr hier synthetisiert, dass ihr dann die höhere Chance habt, dass ihr Erfolg habt. Weil ich habe jetzt vor ein paar Tagen, wo es das Event noch nicht gab, habe ich mal probiert, habe ich so 15 Stück oder so gemacht, kam nichts Gutes dabei raus. Aber als ich letztes Mal das für die Streitwegen gemacht hatte, das war an dem Event, da habe ich ziemlich viel gutes Zeug bekommen. So, machen wir das jetzt mal für den Bogenschützen da, was wir machen wollten. Ändern, synthetisieren, hier drauf. Probieren wir mal. Ja, echt gut eigentlich rausgekommen, aber das brauchen wir leider nicht. Oben haben wir 3-mal kritischen Schaden, unten haben wir jetzt 2-mal kritischen und einen Bogen und Angriffsbonus. Den brauche ich aber nicht. Den Angriffsbonus kann man ganz leicht durchs Forschen bekommen. Das lieber den kritischen Schaden mitnehmen. So, perfekt. Aber war schon mal, hat echt gut geklappt da. Hätte ich den nicht gehabt, den dreifachen kritischen Schaden, hätte ich das bestimmt behalten. So. Und hier auch bei dem Event, während das eine läuft, läuft das mit bei. Ob die sich dieses jetzt lohnt für 5 Euro, man kriegt schon ziemlich viel Gold, 30.000. Man kann einmal synthetisieren, ist jetzt nichts Besonderes. Ja. So, was gibt es dann noch? Haben wir jetzt das Synthetisieren fertig. Eigentlich ziemlich leicht, müsst ihr öfters probieren. Man gewinnt jetzt nicht immer, aber so ist es nun mal. Hier bei diesem Event ist ja alles mit Synthetisieren. Schließe Matrix-Übungen ab. Matrix-Übungen sind einfach das hier. Sonst synthetisierende Matrix, das was wir gerade gemacht haben. Da einfach 50 Stück. Ihr könnt es auch ganz einfach grüne im Shop kaufen hier. Grüne und die synthetisieren, so oft ihr wollt. Bis ihr halt die 50 habt, einfach alle Belohnungen mitnehmen, weil die sind ziemlich gut. Kriegt ihr einen Haufen von Beschleunigern für Ausbildung und einen Haufen von diesen Ausbildungslieferungen. Die Ausbildungslieferungen, die braucht ihr für die Matrixen, wenn ihr die verbessern wollt. Genau. Aber ich würde nicht jetzt sowas wie Angriffsbonus, also was verbessert wird, ist dieser feste Bonus, nicht die zufälligen Bonis, die da sind. Die zufälligen sind jetzt das Lilane und die Goldenen. Der feste ist der in Weiß geschrieben. Der wird verbessert. Ich würde jetzt nicht den Angriff oder die Verteidigung verbessern, sondern eher auf den Gesundheitsbonus gehen. Der Gesundheitsbonus ist immer auf der 3. und auf der 5. und auf der 6. Stelle. Auf der 3. und 6. Und was auch noch gut ist, ist die 7. und 8. Stelle. Da habt ihr den Schaden an feindlicher Infanterie und Schaden durch feindliche Infanterie, das ihr erhöhen könnt. Das ist bei jeder Matrix anders. Hier haben wir den Schaden an feindlichen Streitwegen und Schaden an durch feindliche Streitwegen. Das ist immer so, wie sich die Truppen kontern. Wir können auch hier mal hingehen, wenn man ausbilden geht, haben wir hier auch dieses Bild hier, was wie sich zurückhält. Wenn man jetzt bestimmt Kavallerie nimmt, dann haben wir dieselbe auch, die anderen Buffs da drin. Genau, haben wir das erklärt. Jetzt, damals, als die Matrix neu eingeführt wurde, gab es für jeden Spieler, der halt da schon gespielt hat und die Matrix freigeschaltet hatte damals, gab es dann ein ganzes Set von Matrixen, 2 Stück jeweils. Und die haben auch ziemlich gute Buffs, die haben zwar keine zufälligen Buffs, aber dafür hatten sie starke Zurückhalt-Buffs und alles, glaube ich. Oder kritischen Schaden gab es auch viel. Also wenn ihr die habt, probiert die mal aus. Ihr könnt ruhig hier auf Ändern gehen, Entfernen und zurücksetzen. Dann bekommt ihr alle von diesen Ausbildungslieferungen zurück. Ihr verliert nichts und könnt dann einfach mal rumprobieren, wenn ihr diese alten Matrixen habt, die mal komplett durchverbessern und schauen, was sie euch so für Bonis geben, weil die können sich eigentlich öfters
lohnen. Also da sind öfters gute dabei. Genau, wie gesagt, verliert ihr hier nichts. Ist nicht schlimm, könnt ihr ruhig mal ausprobieren, euch damit vertraut machen. So, jetzt. Hier seht ihr, dass ich nur Streitwegen-Matrix drin habe. Da nur Bogi-Matrix und hier nur Infanterie-Matrix. Wieso mache ich das? Denn wenn ihr hier auf eine Matrix draufdrückt, seht ihr diese Set-Bonis. Sobald man 2 Infanterie-Matrixen drin hat, bekommt man Angriff plus 6 Infanterie, also 4 Infanterie-Matrixen bekommt man HP, 6 Infanterie-Matrixen bekommt man Infanterieschaden und beim Set-Bonus 8 sind immer truppenspezifische Bonis dabei. Also sobald man 8 Matrixen hat, bekomme ich hier dieses Werfen der Pike, dieser spezifische Buff, den sie hier haben. Damit können die dann Kavallerie-Bogenschützen angreifen. Die stehen meistens hinten im Kampf, wenn man angegriffen wird oder gerade verteidigt. Daher werden die erst später angegriffen, aber die können während der Zeit viel Schaden verursachen. Aber wenn ihr diesen Buff habt, mit diesem Werfen, da können die eure Infanterie die vorher töten, bevor sie viel Schaden anrichten. Das ist gut während der Verteidigung und auch gut während dem Angriff. Genau. Hier bei den Bogenschützen ist es Bogenschütze Crit, der bekommt ihr einfach 8 Crit-Rate. Und bei dem Streitwegen ist es offensiver Schaden. Oder? Ja genau, doch. Streitwegen offensiver Schaden und die Rüstung der Streitwegen ist stärker. Bei den Kavallerie, da habe ich jetzt gerade keine, müssen wir uns mal eine kaufen, schauen wir mal, was die haben. Hier für 38 holen wir uns direkt eine. Dann müssen wir noch einsammeln. So, schauen wir mal, was die Kavallerie hat. Die Kavallerie, die haben gehen durch den Wind, Rosse der Kavallerie laufen schnell, Kavallerie enthält 9 Ausweichen. Das ist auch ziemlich gut, denn dadurch ist die Chance, dass eure Kavallerie getötet wird, geringer und die kann, während sie dann die ganze Zeit ausweicht, kann die noch mehr Schaden anrichten, bis sie dann stirbt. Genau, also. Und natürlich, je höher, ihr müsst immer die gleiche Farbe haben, um diese Set-Buffs freizuschalten. Hätten wir jetzt hier beispielsweise noch ein goldenes drin, würden wir diesen 8. Set-Bonus nicht erreichen. Also es müssen alle die gleiche Farbe haben. Und je höher die Qualität, also Gold, desto höher sind die Buffs. Hier haben wir Bogenschützenangriff 9 und hier haben wir Infanterieangriff plus 6. Wären diese alle Infanterie Gold, würden wir plus 9 bekommen, Infanterie HP plus 9 und Schaden wäre plus 8. Genau. Sonst hier im Shop. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr nicht wisst, welche Matrix wie viel kostet normalerweise, weil meistens stellen Leute hier ganz teure Matrixen rein und die lohnen sich eigentlich gar nicht zu kaufen, aber manche kennen eben die Preise nicht und dann kaufen sie und dann erfahren sie von ihren Freunden, dass die abgezogen wurden. Also wenn ihr da mal wissen wollt, wie viel eine Matrix kostet oder so, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben und dann frage ich mal rum und sage euch, wie viel das kostet, bevor ihr da abgezogen werdet. Ihr könnt euch die Matrix, die ihr kaufen wollt oder die ihr euch gerade anschaut, könnt ihr hier oben rechts mit einem Stern versetzen und die findet ihr dann bei meinem Handel in mein Gebot. Hier findet ihr dann die Matrix und könnt dann schauen, hier, ja, dann könnt ihr halt, wenn ihr euch entscheidet, sie doch zu kaufen, könnt ihr sie hier wieder dann finden. Genau, weil so würde sie sonst verloren gehen in der Produktauktion. Genau. Ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann wünsche ich euch sonst schon noch einen guten Tag. Und ja, danke, ciao.